Top 10 Frühlingsdüfte 2026 kommen heute. Ja, da sind einige Überraschungen bei. Ihr kennt mich, ich bin ja so ein bisschen, ne, ich mache mal alles durcheinander, teuer, günstig und vor allen Dingen auch mal ein paar Überraschungen, wo viele nicht mit rechnen und die viele andere auf jeden Fall auch nicht zeigen. Eventuell Fragezeichen und wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Yes, und der erste ist Imagination. Ja, die Zeit ist wieder da. Die Wärme kommt in Hamburg, ne? Für mich Imagination, ja, der Teeduft schlechthin. Wer Tee mag, der ist bei diesem Duft auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient mit einer sehr guten Haltbarkeit. Allerdings ist er auch ein bisschen teuer, aber das ist der Frühlings-Sommerduft oder überhaupt der Duft der letzten 3 Jahre überhaupt schlechthin gewesen. Auf Parfume auch und überhaupt in der Parfümwelt. Ich meine, es gibt bestimmt genug Menschen, die den Duft noch nicht kennen. Ne, ist ja ganz klar, weil nicht jeder trägt Louis Vuitton. Die Normalsterblichen, die nur bei Douglas reinmarschieren, werden den wahrscheinlich auch nicht kennen. I don't know, jedenfalls nicht alle. So, aber im Endeffekt, wenn ihr einen schön spritzigen, zitrischen Teeduft haben wollt, der wirklich über den Tee kommt, dann ist Imagination auf jeden Fall euer Duft. Yes. So, der nächste ist ein günstiger, schöner, grüner Duft. Und zwar Rahan Jungle Vibe. So, und ihr könnt übrigens unten auch den Duft mit 15%, nehmt ihr meinen Gutscheincode, unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr den dort holen. Noch 15% spart ihr dann mit meinem Code DOG. Alles klein geschrieben natürlich, so wie unten in der Videobeschreibung verlinkt. So ist dieser Duft dort zu bekommen und ein richtig schön grüner Duft. Und für den Preis, wenn man sich überlegt, dass es auch ein guter Sprüher ist, herrlich. Und Magnetverschluss und auch einen coolen Flakon. Ja, ich hoffe, der Fokus kriegt das hin. Da habt ihr was Kühles, Grünes, Kaltes, Warmes im Endeffekt, leicht Süßliches, ja, Dschungelfeeling. Also passt fast perfekt in den Frühling, muss ich schon sagen. Das ist fast mit der, mit einem anderen richtig perfekt ins Frühling passt. Also die passen alle. Aber es gibt ja noch einen, so der perfekt, so wie die Faust aus Auge. Aber das hier, also viele meinen ja, dass er so ein bisschen ähnlich ist dem, wie heißt er von Jean-Paul Gaultier, der Le Beau? Nein, der Le Beau von Jean-Paul Gaultier kennt ihr. Ihr kennt das Jean-Paul Gaultier. Da ist das süßer, da ist es penetranter. Da ist nichts mit viel Frische, finde ich, auch wenn es ein Sommerduft ist. Da ist mehr Kokosnuss, das habt ihr hier auch nicht. Und deswegen, sage ich mal, gehört der vielleicht mit leicht so und hinten so ein bisschen, ja, an Ende der Familie. Aber der hier, wenn ihr richtig was schön Grünes, Kühles, Frisches, Warmes, minimal süß, im Endeffekt spritzig, schon fast manchmal Barbershop-Feeling, ne? Dann ist Jungle Vibe von Rahan richtig gut, finde ich. Richtig gut, oder? Und das sage ich nicht nur wegen Werbung und so weiter. Das ist ein schönes Teil. Ne, hätte ich auch wirklich so nicht gedacht. Auch der Flakon und richtig cool. Ich kannte die Marke vorher so und so nicht. Ne? Muss man auch so gestehen. So, der nächste machen wir kurz. Muss rein, habe ich lange nicht vorgestellt. Aventus. Ja, Aventus, tatsächlich. Es ist einfach ein Duft. Er ist ja nicht so penetrant und mehr und so auffallend. Aber ich finde, im Frühling ist Aventus schön tragbar. Das muss man wirklich noch so gestehen. Ihr wisst ja, eigentlich ein rauchiger Ananasduft. Das Rauchige gibt's leider nicht wirklich mehr so. Und bei der neuen Version, die ich leider nicht habe, aber auch, was heißt leider, ist eben so. Und ich hole jetzt auch nicht so viel. Ich habe noch eine ältere Version, aber die ist jetzt langsam auch nicht mehr ganz so gut, weil die ist wirklich über 11 Jahre alt. Aber die ist von 2020. Die 225er habe ich mal im Laden gerochen, die ist schon um einiges besser. Das ist schon wirklich gut wieder, natürlich noch nicht perfekt, aber Aventus, wenn ihr Ananas, was Spritziges, Sauberes und natürlich so wirklich, Flirt-Teil, also richtig, der Duft kommt eben gut an bei Frauen, immer noch, dann holt euch Aventus, das ist ganz klar. So, und der nächste,
Und das ist jetzt der Duft, wo ich meine, das ist der auch genauso richtig perfekt in den Frühling passt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ubuntu. Ja, mit den heftigen, nicen Flakon. Ja. Von Florian Portier, wenn auch richtig, aber wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Geiler Flakon. In dem Fall, der hält tatsächlich mal. Normalerweise, das ist, ne, so sprüht ihr. Normalerweise sind die nicht immer so fest. Er sollte nie runterfallen, ne? Ja, aber geil. Und das ist ein Duft, der eigentlich fast noch perfekter. Noch eine Schippe. Das ist cremig, das ist Orangenblüte, das ist so Vanille, aber so, ja, floral. Kann ein Mann sehr gut tragen auch. Unisex, cremig, so Vanille-Style, floral, Orangenblüte. Das ist so ein Traum in Frühling. Wenn es um Wärme und geisteskranke Haltbarkeit und Sillage. Richtig starkes Teil. Das Ding ist neu von ihnen. Und ich finde den richtig perfekt. Richtig guter Duft. Also den solltet ihr unbedingt, egal wer es ist, mal ausprobieren. Auf jeden Fall ausprobieren. Also daran kommt ihr nicht dran vorbei an diesen Duft, um den wirklich auszuprobieren. Viele ist ja immer so, wenn ich das vorschlage, testet immer, ja, ihr müsst das ja nicht, ne? Es ist ja euch überlassen. Aber den wirklich, wenn ihr im Frühling einen richtig geilen Duft, der richtig gut ankommt, der sexy ist, der sinnlich ist, da passt einfach alles für den Frühling, dann auf jeden Fall der Duft. So, der nächste, Prada L'Homme. Natürlich, ich habe Prada L'Homme reingenommen wieder. Habe ich letztens auch ein Einzelvideo gemacht, weil Prada L'Homme Back ist gerade jetzt im Frühling. Ja, die weiße Wäsche, Iris, Trockenheit, der Saubermann-Duft schlechthin. Ich glaube, hat der nicht auch sogar ein bisschen Tee mit drin? Schönes Teil. Prada weiß aber auch, wie man sexy Düfte macht. Prada ist da gut drin. Und ein sehr, ich finde immer ein bisschen abgefahrener Stranger Flakon, aber cool gemacht. Das ist so ein Duft, der im Endeffekt mit Prada L'Homme schaffen sie sowas wie früher Dior Homme und so. Der wird immer da bleiben, glaube ich. Das ist ein sehr gutes Teil, richtig lecker. Darf eigentlich nicht fehlen, deswegen ja, aber den kennt ihr, muss man nicht weiter was zu sagen. Der nächste ist Davidoff Cool, aber das Elixier, nicht Cool Water, sondern Cool Elixier. Ihr habt hier eine würzige Frische. Ich habe den rausgesucht, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, wenn man trotzdem elegant riechen möchte, wenn man ein bisschen Würzigkeit, fast so ein bisschen so in die Richtung von Dior Sauvage Elixier geht, kennt ihr ja, nur der ist auch teuer, das ist viel mehr Lakritze, der hat Ähnlichkeiten nur mit der grünen Würzigkeit. Das ist schon ein bisschen Cool Elixier und den finde ich Würzigkeit, Fruchtigkeit ein bisschen auch. Da hat, und dann natürlich die Davidoff Frische. Das ist schon cool für den Frühling, wenn ihr abends so ein bisschen essen gehen wollt und so weiter, ist das Cool Elixier auf jeden Fall angebracht. Hat Davidoff eigentlich ein schönes Teil rausgebracht, muss man sagen. Reicht auch vollkommen in der kleinen Flasche, weil ihr werdet ihr nicht immer benutzen. So, jetzt ja, kommt ist jetzt wirklich einer meiner Lieblingsstifte geworden. Ich hätte das eigentlich nie gedacht, vor allen Dingen, weil es ja auch kein schwerer Duft ist. Ich stehe ja mehr auf schwere Düfte. Ich bin jetzt nicht so ein Freshy-Fan, aber ja, Blue Talisman, ja, hat's irgendwie mir angetan. Ich versuche den immer, ich habe den erst mit 8,5 bewertet. Jetzt habe ich ihn vor 3 Wochen, glaube ich, auf 9 hochgestuft. Aber jedes Mal, wenn ich ihn immer wieder trage oder rieche, denke ich mir, irgendwie ist das, ich gebe ganz selten eine 9,5 oder auch eine 10, aber irgendwie ist das schon fast eine 10, weil da irgendwie alles stimmt. Denke ich jedes Mal, gebe ich den doch eine 10. Diese Fruchtigkeit, Süße und blaue Frische im Endeffekt ist genial. Ich konnte letztens tatsächlich bei Bräuninger mal das neue Extrait de Parfüm testen. Natürlich ist das jetzt, ich muss jetzt ein bisschen, ich konnte es ja auch aus dem Flakon sprühen, aber ich weiß nicht. Es heißt ja nicht nur, weil das Extrait ist, dass Extrait immer besser ist. Nein, ich finde, und auch meine Frau, wir finden den besser. Und vielleicht sogar um einiges, weil das ist der OG. Du hast das beim Extrait auch, aber irgendwie ist die Vanille da hinzugekommen und die schwächt den Rest ab. Das gefällt mir nicht. Und dafür noch mehr auszugeben. Ich meine, ich kenne mich, vielleicht gehört das doch hin, wenn ich den dann wirklich mal trage. Dort habe ich ihn getestet. Davor auch noch andere Düfte.
es ist ja immer schwierig, aber ich muss trotzdem gestehen, ich glaube nicht, dass er ihn übertrumpfen wird. Ich habe den Talisman Elixier auch nur eine 8 bis jetzt gegeben. Aber nochmal, ich werde den bestimmt nochmal testen, aber das hier und auch der Flakon, mir gefällt das alles. Mir gefällt das wirklich, das ist genial. Ja, top. Also was soll ich anderes sagen? Schöner Duft. So, jetzt kommen wir zu meinem Duft, mit dem alles anfing. Grüße gehen raus an den Timo, der hat das nämlich letztens vorgestellt, den Duft. Finde ich schön, dass er es gemacht hat und hat mich ganz kurz zum Schluss erwähnt. Roma Laura Biagiotti, beziehungsweise Roma Umo, das ist mein, ja, er hat gesagt Lieblingsduft. Im Endeffekt ist es auch so, da gibt's natürlich viele, aber ich habe den dort gekauft 1992, da fing es an mit dem Duft, da habe ich ihn gekauft. Es war mein erster Duft, da war ich noch, naja, jung, ne? Und ja, es ist, ich habe den ja nur schon so, ich stelle den ja immer vor, mal im Jahr. Es ist einfach einer der besten oder der beste Chippy-Duft mit einem sehr nicen, geilen Flakon. Das muss man ja auch gestehen. Ne, ich hoffe, Vogel schafft das. Und ja, riecht so ein bisschen nach Zitronenkuchen, nach Italien, beziehungsweise nach Rom. Wärme, Sonne, gute Laune. Man sitzt da, trinkt einen Kaffee, Pizza essen, etc. Wie Timo, das auch schon mediterraner Duft. Es ist ein genialer Duft, den ich seitdem liebe. Ich habe auch noch die Vintage-Version. Die ist übrigens hier Glas. Hier ist es milchig. Die Vintage-Version hat hier Glas. Es hat sich nicht so viel geändert. Ne? Viele meinen das. Nein, die hätten das immer gern. Die Vintage-Version, klar, die ist noch ein bisschen älter, aber ich hatte die früher auch. Vielleicht ist sie ein bisschen tiefer und ein minimal bisschen stärker gewesen, aber auch nicht so doll. Früher war das so anders. Man hat Düfte aufgesprüht. Das war vielleicht ein erster oder zweiter Duft und dann war der so stark. Jeder Duft war stark irgendwie. Aber im Endeffekt war er nicht stärker als jetzt. Aber ja, ihr müsst den auf jeden Fall ausprobieren, den solltet ihr auf jeden Fall kennen. Also das ist auf jeden Fall Fakt. Ja, so der nächste, ganz günstig. Ganz günstig. Ja, Aspen von Man, das Cologne. Da habe ich sogar Backups von. Ja, kostet 18 Euro. Sagen Sie was hier, das ist kratzig. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, aber sonst geil. Wenn ihr eine sehr geile, sehr günstige Alternative zum Green Irish Tweed sucht, dann ist das euer Duft. Deswegen habe ich ihn reingenommen. Perfekt. Eigentlich fürs ganze Jahr ein Allrounder. Hält sogar gut. Richtig schönes Teil. Jeder, der den bis jetzt, über die ganzen Jahre, wo ich ihn vorgestellt habe, unterschreibt und sagt, ich habe den deinetwegen gekauft, war bis jetzt immer begeistert. Also holt euch den Aspen von Man, könnt ihr sogar bei Amazon holen, weil woanders, ihr müsst mal gucken, vielleicht hat den auch, ohne Werbung jetzt zum Beispiel, Parfümzentrum, müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall schön grüner Duft im Endeffekt, ja, so wie ihr das, sein Vorbild kennt, obwohl der noch ein bisschen, hat er noch ein bisschen mehr Süße, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja mal, das wollte ihn eigentlich mal wiederholen, aber ja, habe ich bis jetzt, das ist ja der Clint Eastwood Duft, einer meiner Lieblingsschauspieler. Oder mit der Lieblingsschauspieler von mir, der trägt Green Irish Tweed, ja, von Creed und ja, aber den solltet ihr mal testen. Dann ist so ein bisschen anders noch, aber trotzdem, viele finden den sogar geiler. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja, und der letzte ist der Seasons Drift von Whiffs. Ist aber auch geil. Seasons Drift von Whiffs. Ja, günstig, geiler Flakon. Schaut euch das mal an. Also finde ich schon geil. Hier Rauch, das ist so richtig wie Stein. Ne, und ja, im Endeffekt geht ja auch so Wasser runter. Ja, hat auch ein Vorbild und kommt, sag ich mal, in der Kopfnote bis zur Herznote sehr gut ran. Das reicht ja für manche schon. In Dry Down ist er, natürlich kommt man an sein großes Vorbild Chanel, und zwar Bleu de Chanel, das Exclusive, das neue, im Endeffekt vielleicht nicht ganz so ran. Das ist eben Chanel und Chanel zeigt auch nicht alle Inhaltsstoffe auf Parfumo. Das wissen wir auch und so weiter und so fort. Aber der ist schon wirklich sehr, sehr gut. Auch hier schöne Frische. Ihr kennt das ja, blaue Frische mit Leder ein bisschen verfeinert und ein geiler Flakon. Wenn man sich überlegt, der Preis 100 ml, ganz ehrlich, das reicht vollkommen und kein anderer Ausstehender riecht das so und so nicht. Und oder kennt die anderen so, ach man, das ist eigentlich völlig Latte. Auf jeden Fall ein sehr schön blauer, wenn man so diese Art Bleu de Chanel mag, mit Leder und so weiter. Und hier ein bisschen noch eigenständig, so ein bisschen Hintergrund in Dry Down. Dann ist Season Whiffs von Riffs auf jeden Fall angebracht. Ja, das waren meine Top 10 Frühlingsdüfte 2026. Plus,
ich hätte jetzt tatsächlich Blicker Street reinnehmen können, wie jedes Jahr eigentlich. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt auch nicht Apom von MFK reingenommen, die normalerweise auch dort bei gewesen wären. Und tatsächlich habe ich jetzt auch nicht wirklich Platz 9, Platz 8, Platz 7, merke ich gerade, jetzt gerade live gemacht. Weil es auch immer ein bisschen schwierig ist. Und dann wäre es auch nur meine Top-Liste. Ja, vielleicht mache ich das mal. Wenn ihr gemerkt habt, habe ich das mit den Top so und so ein bisschen weggelassen. Es ist ja trotzdem die Top 10. Ja, wer auf Platz 1 ist, ich würde tatsächlich im Endeffekt ihn jetzt sagen. Das ist wirklich wie die Faust aufs Auge, genial. Und dann kommen eben wirklich gute andere. Ja, Imagination. Und natürlich den Jungle, auch nicht, das ist richtig gut. Wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr meinen Gutscheincode benutzen. Aber auch der Blue Talisman. Ich könnte jetzt so viel raussuchen, im Endeffekt ist das alles gut. So. Ne? Oder auch hier, natürlich. Das ist mein Lieblingsduft so. Ne? Aber wäre die 1, aber alles andere, es ist schwer immer. Deswegen habe ich das, es ist die Top 10. Das reicht und das alles andere wäre für mich. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich den jetzt auf 1 zeige, dass das für euch auch die 1 ist. Nö. Ich werde irgendwann mal wieder so eine richtig Top-Ding machen, wo ich dann wirklich das renke und dann ist gut. Auf jeden Fall könnt ihr unterschreiben. Ja, ich bin immer für eine Überraschung gut, weil wer hat den zum Beispiel in seinen Top 10 Frühlingsdüfte 2026? Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mit einem Satz oder mit einem Wort keiner. Ja, schönes Teil, muss man sagen. Finde ich gut. Nicht mal den hier, Elixir, ich glaube, den zeigt, das ist schon geil. Ja, so ist es. Also Leute, reinhauen, Grüße gehen raus an euch und an eure Mitglieder. Wenn ihr Mitglied werden wollt, macht es, würde mich freuen, unterstützt diesen Kanal auch gern, folgt mir und so weiter, bla bla bla, etc. pp. Und dann bin ich raus und aus die Maus. Bis zum nächsten Mal.